In diesem vierten Teil meiner Videoreihe über die Türzerlegung geht es nun weiter mit dem Rest der Türe, wie ich den Rest zerlegt habe. An dieser Stelle sitzt ein Kunststoff-Spreizniet, den man entfernen muss. Auf der anderen Seite der Türe, dort oben, sitzt noch eine Torx-Schraube. Diese muss man ebenfalls entfernen. Diese Schraube ist genau hinter dem Innentüröffner angebracht. Das ist die Schraube. Wenn nun alle Klammern und Schrauben und Nieten gelöst sind, kann man die komplette Innentürverkleidung einfach vom Türrahmen abheben. An dieser Stelle sitzt ein Stecker, der für den Fensterhebermotor zuständig ist. Um diesen Stecker lösen zu können, braucht man einen Schraubendreher, weil man wieder eine Rastnase lösen muss. Normalerweise kann der Türrahmen ja nicht runterfallen, da die Tür ja im Normalfall noch eingebaut ist. Hier sieht man jetzt die komplette Fensterhebermechanik. Da kommen wir aber später noch zu. Das ist eine Dämmfolie. Die gehört so rum in die Türverkleidung. Hier sieht man jetzt noch einmal den Bautenzug für das eigentliche Türschloss und die 3 Stecker, die ich ja in einem vorigen Video schon demontiert hatte. Dieses ist der Stecker für den Fensterhebermotor. Hier kann man jetzt sehr schön die Rückseite vom Fensterheber-Taster sehen. Ich zeige euch das hier, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, wenn ihr diesen Fensterheber-Taster einmal demontieren müsst. Da ist nur ein Stecker aufgesteckt. Normalerweise montiert man ja diesen Fensterheber-Taster von dieser Seite. Man kann den Taster einfach nach innen herausschieben. Dann kann man diesen vom Stecker lösen und hat den Taster in der Hand.
Hier sieht man jetzt sehr schön den Innentüröffner von der Rückseite. Das ist der Bautenzug. Den kann man also abziehen, wenn man diese kleine Kugel vorher aus dem eigentlichen Türgriff gelöst hat. Um diese Türöffnermechanik zu demontieren, muss man diese Rastnase nach innen drücken. Dann kann man diese komplette Türöffnereinheit in diese Richtung nach innen entnehmen. Diese Rastnase nach innen drücken. Dann kann man die komplette Türöffnereinheit ganz einfach entnehmen. Jetzt zeige ich nochmal die komplette Fensterhebereinheit. Durch dieses Loch muss man mit einem Bohrer eine Niete ausbohren, sonst kann man diese Schienen nicht entfernen. Ebenso muss diese Niete entfernt werden. Auch ausbohren. Dann sieht man hier auf dieser Rückseite gibt es noch zwei weitere Nieten. Die zeige ich euch jetzt hier. Diese beiden Nieten muss man ebenfalls ausbohren und dann kann man die komplette Fensterhebereinheit entfernen. Dann kann man entweder eine neue einbauen oder die alte Mechanik reparieren. Ich hoffe, dass ich dir auch dieses Mal wieder mit meinem Video helfen konnte. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, aber noch wichtiger wäre mir, dass du meinen Kanal abonnierst, damit ich weiß, dass ich auch für dich hier weitermachen soll mit meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bitte klick auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal bitte jetzt.